Lohnt sich 2021 der One Million immer noch oder solltet ihr lieber zum One Million Eau de Parfum greifen? Mehr dazu jetzt im Video. Der One Million ist einer der bekanntesten Düfte, 2008 rausgekommen, besonders in der Clubbing, in der Partyszene, der Top 1 Duft überhaupt auf der ganzen Welt. Der One Million ist einer der Düfte, der etwa in den 10er Jahren, sprich 2010 plus minus 2-3 Jahre, natürlich 2008 rausgekommen, eher plus als minus, am meisten getragen wurde. Besonders wenn du ausgegangen bist, wenn du auf dem Schulhof warst, wenn du Clubben warst, überall wo eigentlich junge Menschen um dich herum waren, war der Duft stets präsent und von vielen getragen. Im Vordergrund stehen hier definitiv die Mandarine, sowie auch der Zimt, aber auch ganz, ganz viel Leder. Das Leder da drin ist das Erste, was einem auffällt, wenn man es auf die Haut sprüht. Wir haben eine sehr, sehr starke Ledernote, die projiziert auch die ganze Zeit. Das macht diesen Duft so mit dieser Mandarine zusammen, mit diesem Zimt zusammen, sehr orientalisch, sehr würzig, aber man darf nicht vergessen, das ist ein süßer Duft, der soll den ganzen Abend halten. Das tut er natürlich auch und das macht den Duft auch aus. Er ist süß, sehr orientalisch, würzig und passt sehr, sehr, sehr gut zu einer jungen Zielgruppe. Die Haltbarkeit von dem Duft ist auch Bombe. Der Duft wird den ganzen Tag halten, der wird den ganzen Abend halten. Wenn ich ihn abends auf die Haut mache, hält er mir immer noch bis zum nächsten Morgen an den Kleidern, an der Haut gar kein Problem. Ich finde auch, dass obwohl er öfter mal reformuliert wurde, natürlich seit 2008 ist er auf dem Markt, hat er schon einige Reformulationen auf dem Buckel, aber gleichermaßen, der Duft ist immer noch hammerintensiv. Dieses Leder, dieses vanillig, zimtige, das kommt immer noch hervor. Macht dir da gar keine Gedanken. Der Duft ist immer noch sau süß, super intensiv und wird dich immer noch vom Stuhl hauen. Auch ist die Silage der Hammer. Du wirst den Duft auf der Haut den ganzen Abend und die Leute um dich herum werden den ganzen Abend riechen. Das ist jetzt wirklich keine Übertreibung. Obwohl der schon so alt ist, obwohl er natürlich schon sehr, sehr viele Jahre auf dem Buckel hat, mach dir keine Sorgen. Der wird auf jeden Fall gerochen. Warum stellst du dir dann aber die Frage, warum du den noch tragen solltest? Eigentlich klingt es ja alles sehr gut, er riecht toll, er hält lange an, er ist ein super Komplimentmagnet, das sind alles gar keine Punkte, aber er ist viel getragen und er wird von immer noch sehr vielen Menschen getragen. Klar, die Hochzeit für den Duft war so in den 10er Jahren, das ist gar keine Frage, aber heute tragen immer noch sehr viele Menschen, sehr viele junge Menschen, aber auch noch in den 20ern, in den 30ern, die den mal getragen haben, als sie jung waren, genau den Duft. Weil er immer noch sehr toll riecht, weil er immer noch diese alte DNA hat, dieses ledrig, zimtig, vanillige. Und wenn du natürlich einen Duft suchst, der dein Signature-Duft wird, ist das eventuell eine schlechte Wahl, weil er einfach von so vielen Menschen getragen wird. Wenn du den mal riechen wirst, kannst du ja in jeder Parfümerie machen, das ist ein Duft, den findest du überall, das ist jetzt kein Geheimtipp, kannst du das machen und du wirst auf jeden Fall merken, du kennst 1, 2, 3, eventuell auch mehr Leute, die den Duft im Alltag, beim Clubben, beim Ausgehen tragen. Die Frage ist jetzt natürlich, gibst du dem One Million eine schönere, eine neuere, eventuell auch eine ein bisschen frischere Variante? Und ja, das gibt's, ihr habt es schon im Videotitel gesehen, wir haben nämlich das One Million Parfum. In den Kopfnoten haben wir hier ganz besonders Ambroxan, Leder, man darf aber auch nicht vergessen, dass wir hier eine sehr, sehr starke Bubblegum-Note drin haben. Das kommt natürlich durch ein komplexes Konstrukt von verschiedenen Duftnoten, aber der Duft ist ein Bubblegum-Monster, ist sehr frisch, ist sehr jung und relativ frisch auf den Markt 2020 rausgekommen. Auch der One Million Eau de Parfum hat natürlich diese sehr, sehr starke Süße, hat auch so ein bisschen Leder drin, ähnelt dem Original, also die Duft-DNA ist immer noch dieselbe, er ähnelt dem Originalen sehr stark, aber er macht ein bisschen was anderes. Er ist noch ein bisschen jünger, ich würde sagen, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, während der One Million Eau de Parfum sehr jung, sehr jugendlich wirkt der One Million, der Originale, schon fast ein bisschen erwachsen. Wie gesagt, falls du den schon mal gerochen hast, wirst du jetzt vielleicht ein bisschen schmunzeln, dass ich sage, er wirkt erwachsen. Ich finde aber, dass der One Million Parfum dann sehr, sehr viel jugendlicher wirkt durch diese krasse Bubblegum-Note. Ja, du hast da so eine Bubblegum drin, du hast da so eine sehr, sehr starke, süße, florale Note drin. Das riecht schon ziemlich lecker, das riecht schon ziemlich gut. Und das ist auf jeden Fall was noch nicht viele Leute tragen werden. Wie gesagt, der Duft ist 2020 rausgekommen. Das ist halt definitiv ein Duft, den kannst du auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Er wirkt sehr frisch, weil er 2020 rausgekommen ist, wirkt er nicht so, ich sag mal, schon oft getragen, wie der originale One Million, wie ein Dior Sauvage, eventuell auch wie ein Le Mal oder einer der Flanker davon. Das ist ein sehr, sehr frischer Duft auf dem Markt, den riechen relativ wenige Leute bisher schon. Du kennst wahrscheinlich niemanden, der den Duft trägt. Trotzdem wirkt er extrem süß, extrem bubblegummig, extrem auch durch das Ambroxan sehr modern. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Alternative zu dem originalen One Million. Die Haltbarkeit und die Silage von dem One Million Eau de Parfum ist auch gar keine Frage, in nichts hinterstellig hinter dem Originalen. Wir haben hier immer noch so etwa 8 Stunden, ein bisschen plus, ein bisschen minus, je nach Hauttyp. Wir haben eine sehr intensive Note, die Silage ist immer noch toll, das wird von deiner Haut projizieren
ohne Ende, das wird den ganzen Raum einnehmen. In meinen Augen wird dir das auch mehr Komplimente bringen als der originale One Million. Klar, das war mal anders. So um die 10er Jahre haben wir hier ein massives Komplimentmonster gehabt. Heute wird ja auch noch sehr gerne gerochen. Gar keine Frage. Viele Leute mögen den auch bis heute. Ich liebe diesen Duft auch noch. Aber der One Million Eau de Parfum riecht viel frischer, riecht viel jugendlicher, wird nicht so oft getragen, wird nicht so viel gerochen und hat deswegen noch ein bisschen mehr diesen Likeable-Faktor. Wenn wir uns die beiden nun wieder im Duell anschauen, wer punktet wo und wer hat wo welche Stärken. Der originale One Million ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel würziger, sehr viel, auch in meinen Augen, so ein bisschen breiter, ein bisschen komplexer aufgestellt. Ich finde, der hat was sehr Orientalisches, sehr viele Gewürze, sehr viel Zimt, das da drin ist. Ich finde den Duft, besonders auch durch die sehr, sehr starke Ledernote, sehr schön, sehr angenehm zu riechen und ist eigentlich immer, wenn man ausgeht, zu tragen. Der One Million Eau de Parfum punktet ganz klar mit dem Ambroxan, aber auch natürlich immer noch mit diesem Leder, das da drin ist und dieser ganz klaren Bubblegum-Note. Wir haben hier wirklich einen Duft, der ist sehr einzigartig, was diese sehr starke Bubblegum-Note macht. Natürlich, das ist jetzt kein Duft, wo er sagt, das hat Nischencharakter. Das ist auch gar keine Frage. Das ist auch gar nicht die Debatte. Ich finde den Duft sehr stark, sehr jugendlich. Das Ambroxan macht es sehr jung. Deswegen ganz klare Empfehlung. Das ist ein Duft, der dieses Jugendliche, sehr frische, aber trotzdem immer noch ein bisschen ledrig, seriöse mit einbringt. Und die Projektion, die Haltbarkeit ist auf jeden Fall auch toll. Deswegen haben wir hier wirklich einen tollen Partyduft. Man hat es wahrscheinlich schon so ein bisschen rausgehört. In meinen Augen ist auf jeden Fall der One Million Parfum für 2021 die bessere Wahl. Ich finde beide Düfte, das habe ich auch immer wieder während des Reviews betont, toll. Ich finde den One Million ist vielleicht noch ein bisschen einzigartiger, ist aber dafür viel mehr getragen, ist dafür viel generischer, kennt man, ist schon uralt, während der One Million Eau de Parfum einfach jünger ist, frischer. Wie gesagt, seit 2020 auf dem Markt und damit einfach greift er diese jugendliche, ambroxanige, bubblegumige Frische auf. Ist eine ganz klare Kaufempfehlung. Kauft euch den, wenn ihr ausgehen wollt. Der wird euch massiv Komplimente bringen in Clubs, wenn ihr ausgeht, unter Freunden seid. Der wird gerne gerochen. Das ist ein Duft, den man eigentlich immer riechen kann, der immer Komplimente bringen kann. Den kann man eigentlich nicht mögen. Wenn du zu viel davon aussprühst, kann es natürlich den Raum zu unangenehm einnehmen. Das ist immer bei süßen Düften so. Trotzdem ist das ein toller Duft, der hat eine sehr, sehr starke Silage, eine sehr starke Haltbarkeit, ist super likeable und deswegen eine ganz klare Kaufempfehlung, wenn du clubben willst, wenn du einen One Million Parfum suchst. Kannst du dich auch noch an die clubbing Tage vom originalen One Million erinnern? Wenn ja, schreib mir doch einen Kommentar. Wenn nicht, dann probier doch auch mal gern den One Million Parfum. Tolle Düfte, muss wirklich sagen, für 2021 der Eau de Parfum viel besser geeignet. Abonniere gerne den Kanal, falls dir das Video gefallen hat. Like das Video, falls dir einer der beiden Düfte gefällt. Und was bleibt uns? Wir sehen uns beim nächsten Mal.